Centre de Diallo pour Neymar! Essa será a minha história Puma. Heute im Review der neue Fußballschuh von Neymar Jr., der auf 250 Stück limitierte neue Future Set. Puma droppt also einen brandneuen Fußballschuh, der vorerst exklusiv nur am Fuß von Neymar Jr. zu sehen sein wird und jetzt logischerweise auch an meinen. Wir haben nicht die Möglichkeit, diesen neuen Puma Fußballschuh zu testen. Wir wollen heute klären, was bringt der Fußballschuh mit, für welchen Spielertyp eignet er sich und wie liefert er natürlich allgemein im Review ab. Das klären wir heute, jetzt aber erstmal ab ins Unboxing. Wir haben hier einen Teaser-Fußballschuh, sprich das Design am Fußballschuh ist natürlich sehr, sehr geheimnisvoll. Wir haben sehr, sehr viele kleine Details. Hier zum einen Fusion Fit Plus, da kommen wir gleich dazu. Hier hinten an der Ferse haben wir das Puma-Logo und hier die Innenseite natürlich extrem geil gemacht. Hier haben wir einen sehr, sehr coolen Colorblock für Future. Hier hinten haben wir nochmal Future Set, Agility, Create, also sehr, sehr viele detailreiche Elemente. Hier zum Beispiel auch Grip Control Pro. Hier am Vorderfuß haben wir da sehr, sehr viele Zeichen, was natürlich sehr, sehr cool ist. Und auch dieses Band hier, kommen wir gleich dazu, was das ist, natürlich sehr, sehr auffällig. Zur Sohle gilt es auf jeden Fall zu sagen, sehr, sehr geil gemacht. Ein ganz neues System hier, erkläre ich euch alles natürlich. Hier nochmal ein kleiner Hinweis auf die Performance des Fußballschuhs. Und optisch würde ich sagen, ein wirklich sehr, sehr geiler Fußballschuh. Eure Meinung dazu natürlich jetzt mal in den Kommentaren dalassen. Puma hat sich die Frage gestellt, wie können wir einen Fußballschuh komplett neu entwickeln. Rausgekommen ist der Future Set. Wir kommen gleich zu den Produktdetails. Aber für welchen Spieler ist dieser Fußballschuh eigentlich geeignet? Puma sagt für kreative Spieler mit einer agilen Spielweise, deshalb auch Neymar logischerweise das Werbegesicht. Ob das wirklich funktioniert und ob der Schuh einen Vorteil bietet, sollten wir jetzt auf jeden Fall im Review klären. Was sind denn eigentlich die Key Facts zum Future Set? Sprich, was solltet ihr über den Fußballschuh wissen und was kann er euch bieten? Wir starten mit dem auffälligsten Merkmal, das ist ganz klar dieses Band hier am Mittelfuß, die sogenannte Fusion Fit Plus Technologie. Das ist ein Kompressionsband um deinen Mittelfuß, was einfach helfen soll, bei jedem Richtungswechsel maximale Unterstützung zu bekommen, sprich die Passform natürlich nochmal zu verbessern. Die Farbe ist auch nicht ungefähr, die soll natürlich auf die kommenden Future Set Modelle hinweisen. Machen wir weiter mit der Sohle, die sieht nicht nur optisch sehr, sehr cool aus, wir haben natürlich hier eine Chromsohle, optisch wie gesagt extrem cool, aber auch die Anordnung der Stollen ist nicht ungefähr. Wir haben hier eine asymmetrische Außensohle des Dynamic Motion Systems, was helfen soll, einfach in jede Richtung optimal zu beschleunigen, was natürlich dann auch sehr, sehr gut mit diesem Kompressionsband kombinieren soll. Ansonsten haben wir hier auf dem Obermaterial noch das Grip Control Pro an den wichtigen Kontaktzonen. Sprich, dass ihr den Ball auch optimal verarbeiten könnt und auch genügend Grip habt.
Theorie hin oder her, wie performt jetzt der neue Fußballschuh von Neymar Jr. auf dem Platz? Ich würde sagen, wir starten direkt mal mit dem Kompressionsband, weil das ja eigentlich das Merkmal schlechthin ist von diesem Fußballschuh. Und ich muss sagen, als ich das erste Mal einen Fußballschuh angezogen habe, war das Gefühl sehr, sehr komisch, weil man es nicht gewöhnt ist und man kann es tatsächlich vergleichen, als wäre hier ein Band um deinen Mittelfuß. Am Anfang fand ich es ein bisschen zu eng, dass ich mich leicht eingeengt gefühlt habe, aber das passt sich tatsächlich relativ gut an und ich muss sagen, aus Performance-Sicht macht das Band eine sehr, sehr gute Figur. Man hat einen sehr, sehr krassen Halt, man fühlt sich wie gesagt, als wäre hier nochmal ein sehr, sehr enges Band um deinen Mittelfuß, um dich einfach zu stabilisieren und das hilft tatsächlich auch beim Beschleunigen in verschiedene Richtungen. Muss ich tatsächlich sagen, auch nachdem ich am Anfang etwas skeptisch war, tatsächlich ein sehr gutes Ergebnis, was dieses Kompressionsband angeht. Was das Ballgefühl und den Touch angeht, kann man sagen, dass beispielsweise im Ultra auf jeden Fall der direktere Touch vorhanden ist. Am Anfang wirkt das Ummaterial noch etwas dicker oder leicht steif, aber man muss sagen, nach der Einlaufphase wird es angenehm weich und hat einen wirklich sehr, sehr soften Touch. Sprich, man hat eine kleine Unterstützung, dass es nicht zu direkt ist, was beim Tempo-Tripling auf jeden Fall dennoch eine gute Figur macht. Man spürt den Ball sehr, sehr gut und ich muss sagen, beim Tempo-Tripling, beim Ballführen habe ich mich sehr, sehr wohl gefühlt, diesen Fußballschuh. Vor allem, weil das Ummaterial nach der Einlaufphase nochmal deutlich weicher wird. Optisch auf jeden Fall ein sehr, sehr besonderer Fußballschuh und vor allem die Innenseite mit diesem Future-Logo finde ich extrem cool. Ist wie gesagt ein Teaser-Fußballschuh und deshalb natürlich auch ein sehr, sehr detailreiches Obermaterial, dass man einfach so ein bisschen ein Mysterium in den Fußballschuh schafft. Jetzt interessiert mich natürlich mal eure Meinung. Was sagt ihr zur Optik des Future Sets? Mir gefällt es sehr, sehr gut, wobei ich finde, dass die Socke etwas zu hoch ist, aber aus Performance-Sicht macht das definitiv Sinn und das ist natürlich entscheidend. Alles andere ist Geschmackssache, aber optisch von mir für diesen detailreichen Fußballschuh tatsächlich 8 von 10 Punkten. Eure Meinung gerne in den Kommentaren dalassen. Das war es auch schon zum Puma Future Set von Neymar Jr. War auf jeden Fall eine große Ehre, diesen Fußballschuh als einer der ganz, ganz wenigen vorab zu testen. Ein sehr, sehr cooler Fußballschuh und ich bin mir sicher, davon werden wir noch einiges hören. Sobald der reguläre Drop kommt von diesem Fußballschuh, wird es auch nochmal einen Playtest geben. Dann erfahrt ihr natürlich alle Infos, ab wann es ihn dann tatsächlich auch zu kaufen gibt. Wie gesagt, dieser hier streng limitiert, vorerst nur am Fuß von Neymar natürlich zu sehen, aber definitiv eine sehr, sehr coole Geschichte und eure Meinung, wie gesagt, in den Kommentaren dalassen. Das war's zum Future Set. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen, macht's gut, bleibt sportlich, haut rein und ciao!